Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dominik oder auch Dopa und das hier ist Ars Analog. Meinen besonderen Gruß richte ich an der Stelle an die neuen Abonnenten dieses Kanals. Da ist in letzter Zeit einiges an Abonnenten dazugekommen und meinen speziellen Dank richte ich an dieser Stelle an die Sponsoren dieses Kanals, vor allem an den Sven und den Udo. Vielen Dank für eure Unterstützung. Nachdem ich euch vor kurzem die Mamiya 645 Super als kleine Hasselblad-Alternative vorgestellt habe, zeige ich euch heute die große. Und zwar ist das die Mamiya RB67 Professional, in dem Fall die Professional S. Die Professional S ist die mittlere aus einer Reihe von 3 Kameras, die mehr oder weniger sehr ähnlich sind und nur geringfügige Unterschiede haben. Sie ist der Vorgänger von der RZ67 von Mamiya, der RZ-Reihe, und stellt eine modulare Spiegelreflexkamera im Format von 6 x 7 cm dar. Modulare Spiegelreflexkameras, wie man es von der kleinen 645 oder von diversen Hasselblads kennt, haben den Vorteil, dass ihre Einzelteile auswechselbar sind. So hat auch diese Kamera wechselbare Rückteile in verschiedenen Formaten und verschiedenen Ausführungen. Man kann selbstverständlich die Objektive wechseln. Das allerdings nur, wenn gespannt ist, die Objektive wechseln. Und man hat natürlich hier die Option, mehrere unterschiedliche Sucher zu nutzen. Und auch hier haben wir einen L-Griff, der ist ebenfalls abnehmbar. Das RB im Namen der Kamera verdankt die RB67 ihrem drehbaren Rückteil. Das erlaubt, Bilder im Querformat oder im Hochformat aufzunehmen, ohne die schwere Kamera als solches drehen zu müssen. Die Notwendigkeit eines quadratischen Bildformats wie bei der Hasselblad fällt dadurch weg. Großer Vorteil der RB67 gegenüber der 645 ist, wie bei den 500er Hasselblads auch, der Zentralverschluss in den Objektiven. Der Zentralverschluss erlaubt blitzsynchrone Aufnahmen mit einer Geschwindigkeit von bis zu einer 400stel Sekunde. So gelingt einem die optische Freistellung des Motivs über die Belichtung. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze einmal genauer an. So, da haben wir die Mamiya RB Professional S in ihrer Grundform. Also quasi auch hier ein Würfel mit Lichtschachtsucher. Schauen wir uns die Bedienelemente als allererstes einmal an. Hier vorne an der Vorderseite sehen wir nicht viel. Was wir sehen, ist hier ein Ring, der die Kamera sperrt. Schaltet man hier auf den weißen Punkt, ist das Ganze wieder freigegeben. Hier befindet sich auch der Auslöser der Kamera an der Vorderseite, der mit einem Kabelauslösegewinde versehen ist. Drehen wir das Ganze auf die Seite, gibt es hier einen Cold-Schuh, einen Zubehörschuh, der nicht irgendwie Mittelkontaktblitze speist. Das Ganze muss dann hier über einen Adapter an den Objektiven angebracht werden. Die Objektive sind, wie gesagt, Objektive mit Zentralverschluss, die dann natürlich auch die Auslöseinformation an den Blitz geben. Hier, dieser Hebel sperrt den Fokus, also hält das Ganze an Ort und Stelle.
Ansonsten haben wir auf der Seite einen Fokusknauf, aber interessanterweise auch auf der. Das heißt, man kann sowohl mit links als auch mit rechts fokussieren. Was wir hier sehen, ist eine Skala, die uns abhängig vom Balkenauszug, denn das ist eine Kamera, die über Balken fokussiert und somit auch Nahaufnahmen mit relativ hohen Brennweiten erlaubt. Allerdings haben wir natürlich beim Balkenauszug das Problem, dass die Lichtstärke der Objektive irgendwann nicht mehr stimmt. Das heißt, hier haben wir abhängig von der Brennweite eine Skala, wie weit zusätzlich belichtet werden muss. In halben Stops, in ganzen Stops und so weiter und so fort. Hier haben wir oben den Balkenauszug, dass man es theoretisch auch rechnen könnte. Dieser Hebel hier spannt den Verschluss des Objektivs. Die Information wird hier oben über diesen Bolzen weitergegeben. Spannt den Verschluss und klappt den Spiegel hoch. Mal reingucken. Dieser ist aber kein Schwingspiegel, der automatisch wieder runterklappt. Das heißt, vor jedem Schuss muss man quasi neu spannen. Ja, die Unterseite ist relativ unspektakulär. Ihr seht hier ein 3/4 Zoll Gewinde mit einem 1/4 Zoll Adapter und hier diesen Nupsis für Zubehör, Mamiya-Zubehör. Der Lichtschachtsucher ist groß und hell und hat hier ebenfalls eine Vergrößerungslupe, für die es auch Dioptrienausgleich gibt. Das Ganze schließt hier Lichtdicht ab und ist super hell und freundlich, hätte ich jetzt fast gesagt. Im Sucherbild sind Hilfslinien zu sehen. Die hier sind schon etwas schief geworden. Die helfen aber dabei, beim Komponieren des Bildes zu erkennen, in welcher Orientierung das Rückteil ist. Ja, hat man das Ganze im Querformat, kommen hier die roten Balken. Das ist einer der Unterschiede zwischen der Pro und der Pro S. Die Pro hat das nicht, sondern auch hier diese gestrichelte Linie. Und man muss quasi dran denken, ob man Hoch- oder Querformat eingestellt hat. Ja, kommen wir doch zum Back. Hier, das lässt sich natürlich entfernen und bietet die Möglichkeit, auch noch selber abgenommen zu werden. Da kann man andere Adapter draufsetzen, dass man zum Beispiel Polaroid-Bags besser nutzen kann oder die Bags von der Press und so weiter und so fort. Ansonsten nehmen diese Bags hier diese 6x7 Rollfilmrückteile auf. Da auch egal, ob das die von der Pro, wie in dem Fall, oder von der Pro S sind, die sind untereinander austauschbar. Schauen wir da rein, kann ich euch auch einmal zeigen, wie man den Film lädt. Hier haben wir quasi so einen Einsatz. Diese Einsätze sind bei den verschiedenen Rückteilen sehr ähnlich, aber nicht austauschbar. Das heißt, der Pro S-Einsatz muss in das Pro S-Rückteil und so weiter und so fort. So, wollen wir das mal an Seite, dass das im Hintergrund nicht stört. Um den Film einzulegen, muss man natürlich als allererstes hier die leere Spule vom letzten Film auf die andere Seite bringen. Dafür drückt man hier diese Riegel und damit lässt sich das Ganze leicht entnehmen und wieder einlegen. Dann nimmt man den Film, natürlich hier kein frischer Film, wie immer nur das Papier eines bereits entwickelten Mittelformatfilms. Kommt hier rein. Dann zieht man die Lasche hier rüber und quasi hier, dass das die schwarze Seite nach außen zeigt. Dann kommt das Papier hier in
die Lücke der Spule und wir wickeln das Ganze auf. Aber Vorsicht, nicht zu weit, denn der Startpfeil des Films hier muss mit diesem kleinen Film in Deckung gebracht werden. So, anschließend kann das Ganze in das Back eingelegt werden und wird dann geschlossen. Um dann fotografieren zu können, man sieht hier ein S, muss man das Ganze natürlich bis zum ersten Frame vorspulen. Und schon wäre das Ganze bereit. Ein weiterer Unterschied zwischen der Pro S und der Pro liegt in den Rückteilen bzw. in der Kommunikation mit der Kamera selbst. Zwar ist es so, dass wir hier eine Auslösesperre bei beiden Modellen haben, wenn das Darkslide noch eingeschoben ist. Mit herausgenommenem Darkslide lässt sich auch das Rückteil hier nicht abnehmen. Nur so lässt es sich auslösen. Wir haben aber hier keinen Schutz vor Mehrfachbelichtung, nur eine Anzeige, dass schon belichtet worden ist. Hier ist so ein roter Punkt dafür. Das Rückteil der Pro S hingegen ist ein bisschen smarter. Das zeigt auch an, hier mit so einem roten Fähnchen im Bildzähler, den natürlich beide haben, zeigt an, dass belichtet ist. Und wenn man hier Mehrfachbelichtung machen möchte, muss man hier einen Hebel zur Seite schieben, dann ist das Ganze möglich. Möchte man ein Bild weiterspulen oder überspringen, hat man hier in beiden Fällen so einen kleinen Hebel, den man schieben kann, um quasi den Frame zu überspringen. In dem Back ist jetzt kein Film drin, deswegen funktioniert auch der Filmzähler nicht. Ein weiterer Unterschied ist hier das Ganze bei der Pro S ist ein bisschen narrensicherer. Ne, man kann also das Darkslide nicht rausziehen, während die Kamera ab ist, wohingegen man hier das Back nicht abnehmen kann, wenn das Darkslide draußen ist. Aber wenn es einmal ab ist, ohne Probleme das Darkslide entfernen kann. Diese Rollfilmrückteile gibt es auch in weiteren Bildformaten. Hier haben wir eins in 6:4,5. Das ebenfalls im Querformat, Vertical und High im Hochformat fotografieren kann. Alles dank des Revolving Backs. Es gibt sogar ein Rollfilmmagazin hier für die RB67 im Format 6x8. Da muss man sich aber vielleicht nochmal einlesen, mit welchen Modellen das tatsächlich nutzbar ist. Der große Unterschied zwischen der Pro S und der SD ist, dass die SD auch hier eine weitere Bajonettöffnung hat, also hier der innere Ring, was erlaubt, dass lichtstärkere Objektive genutzt werden können. So, bevor wir zu den Objektiven kommen, gucken wir uns einmal hier den massiven Prismensucher an, ein Pentaprisma, das nicht nur die Schwierigkeiten, die Links-Rechts-Schwäche des Lichtschachtsuchers ausgleicht, sondern das Ganze natürlich hier dann ermöglicht, dass man das Ganze auf Augenhöhe nutzt. Aber natürlich trägt das ganz schön zum Gewicht der Kamera bei. So sieht das hier mal von der Seite aus. In jedem Fall bleibt hier Platz, um die Backs zu bedienen und zu entfernen. Das ist auf jeden Fall durchdacht. Und es gibt auch andere, ein Pentaprisma mit Belichtungsmesser eingebaut. Und es gibt auch Lupensucher nach oben, die ein Pentaprisma haben. Lupensucher nach oben, die ein Belichtungsmesser haben. Ansonsten erfolgt natürlich bei der Kamera die Belichtung immer extern, über ein externes Belichtungsmesser.
Und auch das Zubehör, das Belichtungsmesser eingebaut hat, kommuniziert nicht mit der Kamera. Man muss das in jedem Fall von Hand übertragen. So, kommen wir zu den Objektiven. Die Normalbrennweite beim Format 6x7 sind 90 mm. Ich selbst habe kein 90 mm Objektiv. Das, was ich bei der Kamera mit dabei hatte, hat ein bisschen gesponnen, dann habe ich es verkauft. Der Käufer hat mir dann geschrieben, dass er es innerhalb von einer Viertelstunde reparieren konnte. Normalbrennweite wäre auf jeden Fall 90 mm. Hier haben wir ein 65 mm Weitwinkelobjektiv. Das massive Format von 6x7 cm ist dann natürlich weitwinklig, wenn man hier 65 mm nutzt. Das Ganze natürlich auch mehrfach vergütet mit einer Lichtstärke von 4,5. Dann kann ich empfehlen, hier das 180 mm, das ist so ein leichtes Teleobjektiv, auch mit einer Lichtstärke von 4,5. Beide haben übrigens ein 77 mm Filtergewinde, das auch hier die Nutzung dieser wunderbar schicken Streulichtblende erlaubt, aus Gummi. Es gibt auch für die RB ein Kompendium. Allerdings ist das natürlich aufgrund der zusätzlichen Größe dann auch nochmal besonders unhandlich. So, hier haben wir. So, um die Kamera ein bisschen besser handhaben zu können. Es ist natürlich ein heftiges Gewicht. Gibt es hier noch so einen L-Griff, den man nutzen kann, um das Ganze ein bisschen handlicher zu haben. Den montiert man unten über den Stativanschluss, Viertel Zoll Stativgewinde, und hat dann hier oben auch einen Cold Shoe für einen Blitzadapter oder anderes Zubehör. Gucken wir uns doch mal die Objektive nochmal an, wo wir gerade beim Thema sind. Alle Objektive zur RB haben hier eine PC-Buchse, also Pronto Compur Blitzsynchronbuchse, die dann die Informationen zur Auslösung des Ganzen an einen möglichen Blitz per Kabel übermittelt. Die Objektive haben auch hier an der Seite eine Einstellung für die Spiegelvorauswahl. Das heißt, man stellt hier auf Mirror Lock ab, löst dann die Kamera aus, die Kamera klappt den Spiegel hoch und dann würde man hier über einen Kabelauslöser separat den Verschluss des Objektivs auslösen, um beispielsweise bei Langzeitbelichtung irgendwie eine Verwacklung oder ähnliches zu verhindern. In dem Fall haben wir hier Verschlusszeiten von 1 Sekunde bis zu einer 400stel Sekunde plus die Time-Belichtung. Das heißt, man löst aus, Verschluss öffnet sich und beim nächsten Auslösen schließt er sich wieder. Also quasi wie Bulb, nur ein bisschen geschickter. So sieht das Ganze von innen aus. Mal gucken, dass ich den Deckel wieder drauf kriege. Genau zur Abnahme ist hier das in Deckung zu bringen. Dann kann man das so und so einfach wegstellen. So, wie ich bereits erwähnte, ist das natürlich eine Kamera mit Balkenauszug. Das erlaubt Nahaufnahmen von Dingen ohne weitere Schwierigkeiten. Wenn man noch näher rangehen möchte, hat man natürlich die Möglichkeit, hier solche Zwischenringe zu nehmen. Zwischenringe ist gut, in dem Format sind das richtige Röhren schon. Die kleine erweitert die Brennweite um 45 mm. Die Emilia ist wach. Und die große sogar um 82 mm. Man kann das kombinieren, muss dann aber natürlich aufgrund der Verlängerung der Brennweite und der Änderung der Lichtstärke des Objektivs dann entsprechende Verlängerungen berücksichtigen. Für die meisten Objektive gibt es für alle Kombinationen entsprechende Tabellen in der Anleitung zu finden. So, das war es im Grunde mit der
RB 67 Professional S in dem Fall. Es gibt noch ein Instant Back. Es gibt zwei Instant Backs. Eins, das gesamte Format irgendwie von 6x7 auf den Packfilm FP100C oder FP3000B zuletzt bringt, oder ein Split Image Polaroid Back, was quasi zwei Halbbelichtungen auf dem Format zulässt und natürlich dann das Ganze besser ausnutzt. Das Ganze dient natürlich dann als Lightproof, damit man in einem Studio-Setting hundertprozentig weiß, dass die Belichtung korrekt ist, bevor man einen ganzen Film verschießt. Übrigens im Format 6x7 erlaubt ein 120er Film ganze 10 Bilder. Das heißt, nicht ganz so ausgiebig wie die 645, die wir letztes besprochen haben, oder eine Hasselblad 500, aber 10 Bilder in einem Format, wo eben auch wenig weggeschnitten werden muss. Das Seitenverhältnis entspricht den üblichen Papieren. Man spricht da auch vom Idealformat, weil nichts vom Bild wegfällt, wenn man das auf die üblichen Papiere bringt. Und somit hat man dann natürlich viel Bildinformation und super große Bildqualität. Wer nicht darauf verzichten möchte, ein Instant Back zu nutzen, um Lightproofs zu haben, hat die Möglichkeit, ein bisschen rumzuhantieren und dann hier mit Instax Mini, die Instax Mini Filme in den Rückteilen zu nutzen. Ich glaube, das ist ein Video für sich wert. Ich zeige nur einmal kurz, um das anzudeuten. Also das Bildformat ist hier tatsächlich so groß wie die Aussparung des Films im normalen Rollfilmback. Ja. Das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ für euch. Wenn ihr den Kanal Ars Analog und mich damit unterstützen wollt, auch in Zukunft solche Videos zu produzieren, dann habt ihr die Möglichkeit, mich auf Patreon zu unterstützen oder mir eine kleine Spende per PayPal zukommen zu lassen. Die Links dazu findet ihr hier rechts oben. Einfach auf das i klicken oder unten in der Videobeschreibung. Ansonsten danke ich fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Ich freue mich davon, eure Erfahrungen mit der Kamera in den Kommentaren zu lesen. Und bevor die Endcard jetzt kommt, gibt es hier noch ein paar Bilder, die ich mit der Mamiya RB 67 Professional S aufgenommen habe.